Hallo, willkommen zurück zu Aya Nagarjuna. Und wir starten gleich mit Kapitel 21. Es ist ein Teil deiner Hausaufgabe, die Verbindung zwischen all den Kapiteln herauszufinden. Und das ist keine einfache Aufgabe. Aber es gibt eine Art offensichtliche Verbindung zwischen diesem Kapitel und dem letzten Kapitel, das wir hatten. Im letzten Kapitel hatten wir, und nebenbei Nagarjuna nennt es, die Konvergenz von Ursachen und Bedingungen. Und unser Autor, Johnny Lama, er nennt es einfach die Konvergenz, das Zusammenkommen und wie die Dinge daraus entstanden sind. Wie Dinge aus dem Zusammentreffen von Ursachen und Bedingungen zusammenkamen. Und jetzt hat er ein Kapitel namens Wie Dinge geschehen und wie Dinge vergehen begonnen. Okay, sagt Myungjik, Myungjik. Das ist eine Untersuchung von Jung und Jik, wie Dinge geschehen und wie Dinge vergehen. Für $100. Warum hat er nicht Kierkegaard benutzt? Start und Stopp. Das Teil seiner sehr berühmten ersten Strophe. Das ist die Diskussion über Kiewa und Gagba, was so viel wie starten und anhalten bedeutet. Und jetzt wechselt er plötzlich zu Auftreten und Vergehen. Ach, jemand anders? Warum solltest du von Anfang, in den ersten Kapiteln sagt der Skegak Anfang und Aufhören. Jetzt sagt er Myungjik, was Auftreten und Vergehen bedeutet. Kommt schon, Leute. Okay, für $50 gebe ich euch einen Hinweis. Hast du eine Idee? Oh, Shishara. Denk an Shishara. Was ist das? Wie auch immer. Ich sag dir, worauf es hinausläuft. Es ist ein heikler und wichtiger Punkt, dass unveränderliche Dinge nicht anfangen oder aufhören, aber sie kommen in die Existenz und vergehen aus der Existenz. Und was ist die berühmte Zeichnung, die wir für Kegak verwenden? Wie nennt man das? Ja, eine Sinuskurve. Es ist, als würde man sein Auto zum Laufen bringen. Oder wie aus dem Bett kommen. Du fährst. Und dann, wenn das unveränderliche Ding in die Existenz kommt und aus der Existenz geht, dann ist es so. Es ist lediglich eine Linie quer über die Box. Es gibt keine derartige Kurve. Es startet nicht und verliert seine Energie. Es blinzelt rein und blinzelt raus. Und ich wäre sehr dankbar, wenn er ein Kapitel über den Unterschied geschrieben hätte. Nun, die schlechte Nachricht ist, dass er das nicht getan hat. Johnny Lama hat es nicht geschrieben. Wie auch immer. Das ist es, was wirklich vorgeht, glaube ich. Aber lass uns durch das Kapitel durchgehen. Behalte das im Hinterkopf, wenn wir weitermachen. Es ist ein extrem wichtiger Unterschied. Beginnt Leerheit und endet Leerheit. Sie kommt und geht. Aber sie tut nicht so. In dem Moment, in dem dieses Telefon aus der Fabrik kam, hat der letzte Mitarbeiter das letzte Ding dran gemacht und dann kam seine Leerheit in die Existenz, aber sie hat nicht angefangen. Und dann, wenn das Telefon kaputt geht, verschwindet seine Leerheit aus der Existenz, aber sie wird nicht aufhören. Sie wird nicht auslaufen, sie erlischt einfach, weil die Leerheit nicht weniger als 100% sein kann. Und das berühmte Beispiel dafür ist die Maus in der Küche. Hast du Mäuse in deiner Küche? Hast du eine Abwesenheit von Mäusen in der Küche? Im Moment habe ich eine Abwesenheit von Mäusen in meiner Küche. Nicht immer, aber im Moment habe ich sie. Also entweder ist die Maus in der Küche oder sie ist nicht in der Küche.
Und die Achtjährigen im Kloster fragen, Gesche-la, was ist damit? Die Maus hat ihre Nase in der Küche, aber ihr Schwanz ist noch nicht in der Küche. Dann sagst du einfach halt den Mund. Ah, so ist es nicht. Entweder sie ist weg oder sie ist nicht weg. Entweder bist du weg oder du bist nicht weg. Entweder sind die Dinge ein wenig selbstexistent oder sind die überhaupt nicht selbstexistent. Und es sind immer 0%. Gut, aber das Fehlen der Selbstexistenz kommt in die Existenz, wenn das Ding, das die Leerheit hat, in die Existenz kommt. Und dann, wenn dieses Ding kaputt ist, gack, gack. Denk mal drüber nach. Leider kommen wir nicht dorthin, aber da wäre ich gern hingegangen. Okay, weiter geht's. Der erste Vers, er sagt hier, lasst uns mal sein Muster anschauen. Der andere Typ sagt, wenn Dinge beginnen, dann muss es seine eigene Natur haben. Das Anfang hat eine eigene Natur und das Aufhören hat eine eigene Natur. Er sagt das. Und er möchte das wirklich sagen. Und wir sagen, nein, es hat keine eigene Natur. Erklär mir das mit der Schokoladensauce. Du brauchst Schokolade, nein. Aber was hat Schokolade damit zu tun? Ja. Der erste Teil des nächsten Moments wird von der Schokolade umhüllt und fügt sie mit dem anderen Teil zusammen. Ja, ich werfe hier was ein, über das wir noch nicht wirklich gesprochen haben. Du siehst dieses Telefon hier. Du siehst es so, dass es in einer Apple-Fabrik irgendwo in China hergestellt wurde, stimmt's? Du hast als Ursache die Apple-Fabrik in China gesehen und du siehst das Ergebnis als das Telefon in meiner Hand. Das bedeutet, dass die Samen in deinem Geist eine Verbindung hergestellt haben zwischen der Apple-Fabrik und dem Apple-Handy. Die Samen deines Geistes haben die Vorstellung einer Verbindung zwischen der Apple-Fabrik und dem Apple-Handy hergestellt. Die ist nicht natürlich. Wenn du sagst, es kommt von seiner eigenen Seite, es kommt nicht von sich selbst heraus existierend, dann bedeutet das, es ist nicht natürlich, es ist künstlich. Du hast diese Verbindung erfunden, Gisela. Du kannst kein Telefon bekommen, ohne eine iPhone-Fabrik zu haben. Das ist deine Schöpfung, es ist deine Erfindung, diese Idee. Du könntest ein Telefon haben, das nicht aus einer iPhone-Fabrik kommt. Du könntest es haben, wenn du andere Samen hättest. Es ist also nicht wahr, dass man eine Fabrik haben muss, um ein iPhone zu bekommen. Das ist nicht wahr. Wie bekommt man ein iPhone? Du hilfst anderen Menschen zu kommunizieren. Und das ist eine weitere künstliche Verbindung. Zu erklären, wie ich ein Handy mit Hilfe von Karma bekommen habe oder wie ich mein neues Auto mit Hilfe von Karma bekommen habe, indem ich Leute mitgenommen habe. Das ist eine weitere künstliche Verbindung. Es ist einfach hilfreicher. Du wirst nicht sterben, wenn du es wirklich verstehst. Du verbrauchst nicht mehr zu sterben, wenn du es wirklich verstehst. Das ist alles. Die andere Verbindung passt. Ja, das Toyota-Auto kam aus einer Toyota-Fabrik. Dein Geist stellt diese Verbindung her. Es gibt 2 Kugeln Eiscreme, welche die Toyota-Fabrik und das Toyota-Auto sind. Und dann kommt dein Geist, nimmt Schokoladensauce und dein Geist macht eine künstliche Verbindung. Er sagt, dies passiert und dann passiert das. Und dann sagt ein Buddhist, nein, lass uns eine Schokoladensauce für eine andere Verbindung nehmen. Ich habe mein neues Auto geschenkt bekommen. Ich habe mein Auto nicht bezahlen müssen. Und sie schickten es nach Las Vegas, haben es auseinandergenommen und haben jedes einzelne Teil hellblau lackiert. Dann haben sie es wieder zusammengesetzt und es hierher geschickt. Dafür habe ich auch nichts bezahlen müssen. Aber es haben einfach andere Leute dafür bezahlt. Und wie ist das passiert? Wir würden sagen, weil du den Leuten Fahrgelegenheiten gegeben hast. Oder du hilfst Menschen dazu, etwas zu transportieren oder irgendwo hinzukommen. Und jetzt machst du neue Schokoladensauce. Du meinst das gleiche Ergebnis, Eiscreme, aber eine andere Ursache für die Eiscreme, nämlich anderen Menschen geholfen zu haben, Mitfahrgelegenheiten zu bekommen oder anderen Menschen zu helfen, Transportmittel zu bekommen. Und jetzt erschafft mein buddhistischer Geist, mein Nagarjuna-Geist künstlich eine weitere Ursache-Wirkungskette. Und es hätte auch irgendwas anderes sein können.
Es gibt ganze Kulturkreise, in denen man ein neues Auto bekommt, in dem man ein Ritual für ein neues Auto durchführt. Und du musst es richtig sagen, duk, 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 duk. Du musst deine Fahne schwenken und später bekommst du dann ein Auto. Und sie glauben daran. Und wahrscheinlich funktioniert es für sie bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, dein Geist macht die Verbindung, sogar die echte Verbindung. Aber die reale ist ebenfalls nicht real, verstanden? Ja, das ist eine Möglichkeit, es zu erklären, ja. Und das hier ist die buddhistische Art, es zu erklären. Und nebenbei bemerkt, es funktioniert immer. Wenn du eine willst, die immer funktioniert, dann nimm die hier. Du kannst eine Fabrik haben, die kein Handy rausbringt, richtig? Oder man kann ein Handy bekommen, das dir jemand gibt und du musst dich nicht mit der Fabrik befassen, okay? Aber wenn du anderen hilfst zu kommunizieren, bekommst du immer ein Handy. Gut? Aber selbst diese Verbindung ist künstlich. Auch das ist Schokoladensauce und er redet nicht viel darüber. Wie auch immer. Los geht's. Er versucht es direkt mit Zeit in Verbindung zu bringen. Er sagt übrigens, die Zeit kommt, Zeit geschieht, Zeit vergeht. Die Zeit kommt, die Zeit geht. Schauen wir uns das Kommen und Gehen an. Jungjik. Wir werden also abstreiten, dass dies von ihrer eigenen Seite aus geschehen könnte. Und jetzt kommt der coole Teil dieses Kapitels. Der erste Teil des Kapitels ist: Schau, Dinge kommen nicht automatisch aus anderen Dingen. Es ist künstlich, es ist eine Erfindung deines Geistes. Und es ist real, es ist künstlich und es ist real. Du kannst das Auto fahren, das du bekommst, wenn du Leuten hilfst, eine Mitfahrgelegenheit zu finden. Das ist real, aber die Verbindung ist künstlich. Dann sagt er, wenn du denkst, dass man eine Verbindung haben muss, eine Autofabrik und eine iPhone-Fabrik braucht, um ein Auto zu bekommen oder ein Handy, dann wäre die Schlussfolgerung aus dieser Idee, und hier ist das Kapitel in 2 Teile unterteilt: Wie denkst du darüber, dass Dinge anfangen und aufhören oder in die Existenz kommen und wieder aus der Existenz gehen? Wie denkst du darüber? Und dann die notwendige Auswirkung dieser Denkweise. Und damit ist das ganze Kapitel unterteilt in 50-50. Der ganze erste Teil des Kapitels erklärt, wie die Dinge in Existenz kommen. Hier geht es darum, wie etwas aus der Existenz verschwindet. Und wenn du nicht glaubst, wenn du denkst, dass es von seiner eigenen Seite kommt, dann kommst du in 2 tiefere Arten von Pupu. Du denkst darüber nach, wie Dinge beginnen und aufhören, aber auf die falsche Weise. Und das führt zu 2 tieferen Problemen, 2 noch wichtigeren Problemen. Verstanden? Wie nennt man das? Dakche. Sag Dakche. Dakche bedeutet Dakta und Chatta. Was ist das denn? Ja, unveränderlich. Und Chepa? Nie passiert. Wenn du also darüber nachdenkst, wie die Dinge auf die falsche Weise beginnen, dann gerätst du in die tiefere Fehlwahrnehmung. Und das hat zur Folge, dass du glaubst, dass die Dinge immer so weitergehen würden und sich nie ändern. Oder dass sie nie existierten, nie existiert haben. Du könntest das auf den Ehemann in der Küche anwenden. Wenn du nicht verstehst, woher der Ehemann kommt, dann glaubst du in gewisser Weise an einen Ehemann, der unveränderlich ist. Und wenn du leugnest, wenn du es für unmöglich hältst, dass du dich irrst, dann würdest du denken, es gebe gar keinen Ehemann. Wenn ich dir erkläre, dass der Ehemann leer ist, könntest du zu weit gehen und sagen, okay, dann gibt es überhaupt keinen Ehemann in der Küche, ich muss überhaupt nicht mehr nett sein zu ihm, er ist nicht real. Das ist Jetta. Dann bist du von der anderen Klippe gefallen. Übrigens, Chipet-Dawa und Chipet-Da bedeutet der Gesichtspunkt, der unveränderlich sein muss, der von seiner eigenen Seite kommt. Oder mit Da, was ist ein Da? Ta ist die Tischkante. Ta bedeutet Rand. Oftmals werden diese beiden notwendigen Folgerungen des eigenen Denkens als Klippen oder Klippenränder bezeichnet. Die beiden Abgründe. Und wenn du runterfällst, bist du verloren.
In Ordnung. Vielleicht sollten wir besser das Kapitel anfangen. Wir müssen uns auf den Weg machen und das sind die beiden Teile, großen Abschnitte des Kapitels. Jemand versucht zu beweisen, dass wenn Dinge passieren, sie von ihrer eigenen Seite aus passieren und wenn die Dinge aufhören, dann hören sie von ihrer eigenen Seite auf. Er versucht das zu beweisen. Wir werden seine Idee beschreiben und dann werden wir seine Beweise für seine Idee diskutieren. Dann werden wir die Beweise widerlegen, okay? Gut. Es geht hier um Überprüfung oder Untersuchung. Und jetzt gehen wir zu unserer Untersuchung. Was bedeutet, ist es möglich, dass Entstehen und Vergehen mit einem einzigen Objekt passieren? Kann diese Flasche entstehen und vergehen? Treten Entstehen und Vergehen der Flasche zur selben Zeit auf? Oder passieren sie zu unterschiedlichen Zeiten? Und ihr seid bereits an diese Art von Diskussion gewöhnt. Entsteht diese Flasche gemeinsam mit ihrem Vergehen zusammen oder entsteht sie und dann vergeht sie später? Okay? Und übrigens, die Antwort ist weder noch. Dann werden wir die Arten von Objekten untersuchen, die entstehen und vergehen können. Was für ein Ding wäre das aussehen würde, als würde es entstehen und vergehen. Und wir werden über das Ding sprechen und nicht über die beiden Eigenschaften. Wir sprechen über das Ding, das die beiden Qualitäten besitzt. Und dann diskutieren wir die Möglichkeit, dass sie ein und dasselbe Sache sind und dass sie getrennt sind. Was etwas anderes ist, als zu sagen, können sie auf demselben Objekt sein oder nicht. Erste Frage ist, kann es ein Entstehen und Vergehen haben? Eine Flasche kann sie beides haben. Dann ist die zweite, die wir untersuchen die Flasche selbst, die diese beiden Eigenschaften hat. Und dann können wir untersuchen, ob irgendwie das Auftreten das Vergehen sein könnte oder ob das zwei verschiedene Dinge sind. Verstanden? Also die dritte Frage und die erste sind unterschiedlich. Kann eine Flasche beides haben? Das ist die erste Frage. Wenn eine Flasche beides hat, sind sie dann beide dasselbe oder sind es verschiedene Dinge? Klar soweit? Los geht's. Und hier ist der Text. Wenn Entstehen und Vergehen von Natur aus existieren und wenn du dir die zweite und die vierte Zeile anschaust, was fällt dir auf im Tibetischen? Sie sind identisch. Was ist der Unterschied zwischen der ersten und der dritten Zeile? Das ist viel interessanter. Er hat sie umgedreht, genau. In der ersten Zeile steht, kann es ein Vergehen aus der Existenz geben, ohne in die Existenz zu kommen. Und in der dritten Zeile steht, kann es ein in die Existenz kommen geben, ohne ein Vergehen aus der Existenz. Kann etwas geschehen, ohne aus der Existenz zu gehen? Kann etwas aus der Existenz gehen, ohne dass es überhaupt erst passiert ist? Können sie unabhängig sein oder muss alles immer beide haben? Fühlt sich an wie fühlt sich's an? Eine Falle? Was würden wir normalerweise sagen? Wenn es endet, muss es begonnen haben und wenn es beginnt, muss es ein Ende haben. Das würden wir sagen, aber das ist irgendwie falsch gedacht. Also entweder Jigpa ohne Jungpa oder es kann nicht sein, dass das Jigpa zusammen mit dem Jungpa vorkommt, das von Natur aus existiert. Also kann etwas aus der Existenz verschwinden, ohne vorher in die Existenz gekommen zu sein. Und dann können sie mit demselben Objekt existieren. Wir sagen ja, aber nicht von ihrer eigenen Seite.
Sie könnten beide bei einer Flasche vorkommen, aber nicht von ihrer eigenen Seite. Und da gehen wir jetzt hin. Übrigens, das Tibetische hier ist extrem schwierig. Ungefähr eine Woche lang dachte ich, es wäre falsch. Ich habe ein paar Schnitzereien überprüft und wir hatten Schwierigkeiten, sie zu finden. Alle Werke von Shoni Lama wurden zerstört während der Kulturrevolution. Alle von ihnen, es gab keine Kopien mehr. Sie sind alle verbrannt. Und wir konnten keine bekommen. Und dann haben wir einen Satz in Russland gefunden. Als das ELL-Team von John Brady 12 Jahre in Russland damit verbracht hat, fanden sie einen gut geschnitzten, kompletten Satz. Und das war eine große historische Sache. Das sind vielleicht die wichtigsten Kommentare auf der Welt und sie waren verschwunden. Und wir hatten ein paar handschriftliche Kopien, die Leute irgendwo von Hand kopiert haben. Und es war alles ziemlich durcheinander. Und so hat das Team von John Brady, Gott segne ihn, und besonders Jason Dunbar, wir sollten ihm danken. Er war sogar im Kloster Joni und besorgte weitere Kopien der Originalbücher und wir haben sie jetzt. Also ich musste nachschauen und ich dachte, es würde euch interessieren, wie es aussieht. Das ist hier die beste Schnitzerei, die wir zum Beispiel in Russland finden konnten. Und wir haben die Erlaubnis der russischen Regierung erhalten und haben dafür einen Vertrag unterschrieben, um 12 Jahre lang dort arbeiten zu dürfen. Und wir durften Kopien unserer Klosterbücher mitnehmen, wenn wir denn welche gefunden haben, von denen wir Kopien machen konnten. Wir konnten sie kopieren und mitnehmen. Ja, es war so festgelegt, aber wir durften nicht mehr als 250 mitnehmen. Wir hatten einen Vertrag, es war ein harter Vertrag, ausgehandelt mit einem verrückten georgischen Direktor auf Russisch. Aber schließlich stimmte er zu und ich dachte, es würde euch interessieren. Und das hier ist eine ziemlich gute Schnitzerei. Es gibt also keinen Fehler in der Eingabe. Die Eingabe ist tatsächlich korrekt und ich dachte, erst dachte ich, es könnte ein Fehler drin sein, aber es ist nicht der Fall. Okay. Hier seht ihr ein Bild von einem halb toten, halb lebenden Baum. Könntest du ein Leben haben, das nie einen Tod hatte? Oder könntest du den Tod haben, während du noch am Leben bist? Das ist im Grunde die Frage. Und es klingt albern, über Leben ohne Tod zu reden. Wäre das Leben ein Leben ohne Tod? Und dann ist da noch die andere Frage, könntest du sterben, während du noch am Leben bist? Und trotzdem noch am Leben sein? Wie ist das? Das sind im Wesentlichen die Fragen, zu denen wir kommen. Und du wirst sagen, schau, Gisela, das sind dumme Fragen. Ja, wenn du am Leben bist, dann stirbst du. Und wenn du gestorben bist, musst du am Leben gewesen sein. Und wenn du noch am Leben bist, bist du wahrscheinlich noch nicht gestorben. Aber es ist nicht so sicher. Es ist nicht so sicher. Das ist es, worüber wir sprechen werden. Der nächste Vers von Nagarjuna, er lautet: Wir werden Ideen ablehnen, dass das aus der Existenz gehen zusammen mit dem in die Existenz kommen existieren könnte. Wir werden leugnen, dass das aus der Existenz gehen mit dem in die Existenz kommen existieren könnte. Und dann werden wir darüber diskutieren, ob das aus der Existenz gehen und das in die Existenz kommen überhaupt in demselben Objekt sein kann. Können sie beide in der gleichen Wohnung leben, in der grünen Flasche? Ist das überhaupt möglich? Und sind sie miteinander verknüpft? Brauchst du das in die Existenz kommen, um aus der Existenz zu gehen oder nicht? Genau das werden wir untersuchen, da gehen wir hin. Könnte es sein, dass du aus der Existenz gehst, ohne in die Existenz gekommen zu sein? Wir sagen Chitape. Das bedeutet, wie könnte das sein? Dann hättest du Jiwa ohne Kiewa, Tim. Dann könnte man Jiwa ohne Kiewa haben.
Ja, dann könnte man Tod ohne Geburt haben. Dann könnten Dinge sterben, ohne jemals geboren zu werden. Menschen könnten sterben, ohne jemals geboren worden zu sein, falls das möglich ist. Wenn man aus der Existenz gehen kann, ohne in die Existenz zu kommen, dann können Menschen sterben, die nie geboren wurden. Oder könnte aus der Existenz gehen und in die Existenz kommen, gleichzeitig in einem Objekt existieren? Und er sagt, nun, in diesem Fall würde die Person sterben und im selben Moment geboren werden, im selben Augenblick. Ich meine, es ist nah dran, oder? Wenn man an zukünftige Leben glaubt, dann kann man sagen, sterben und geboren werden innerhalb von 2 Minuten oder so. Das ist möglich. Tatsächlich innerhalb einer 64. Sekunde, 64. oder 65. Du kannst in weniger als einer Sekunde ein Hund sein von jetzt an, zu jeder Zeit in deinem Leben. Aber kann man sterben und geboren werden in der gleichen Millisekunde? Das ist die Frage. Und wir sagen nein. Unmöglich. Und dann sagt er etwas Interessantes. Wie könnte das Ende eines funktionierenden Dings, und das Wort ist Langschik, Langschik bedeutet in der gleichen Wohnung sein oder so ähnlich, wie können sie am gleichen Ort zur gleichen Zeit sein? Wie kann das geschehen? Das Gehen aus der Existenz und das Kommen in die Existenz desselben Objekts zur gleichen Zeit da sein. Und dann sagt der Rangxing Gi für $50. 25, 25. Ich hoffe, ihr sammelt von Ellie, sie ist im Urlaub. Das ist nicht mein Problem. Ihr müsst es euch bei ihr abholen. Ja, ich weiß nicht, warum er es immer wieder sagen muss. Unsere Frage ist, kann das Ende, kann das Aus der Existenz gehen eines Dings mit dem in die Existenz kommen des Dings zusammen im selben Ding sein? Kann es sein, aus der Existenz gehen mit einem in die Existenz kommen, zusammen geben? In derselben Flasche, ja oder nein? Rosa sagt nein. Dann sagt er zusammen mit. Ich meine, Duciczak bedeutet in der gleichen Millisekunde. Könnten sie beide auf demselben Objekt zusammen sein? Und dann, ich weiß nicht, warum er das Gefühl hat, dass er von ihrer eigenen Seite aus hinzufügen muss. Aber er hat das Gefühl, er muss das noch hinzufügen, von ihrer eigenen Seite aus. Das ist also eine interessante Frage, die du deinen Schülern stellen kannst. Wenn sie auf demselben Objekt zusammen sind, in der gleichen Millisekunde, dann könnten Menschen sterben und in derselben Millisekunde geboren werden. Menschen könnten sterben und geboren werden in der gleichen Millisekunde. Dann sagt er, sie sind Pensen Jever. Das ist ein spezieller logischer Begriff. Wenn du Adams Text studiert hast, dann weißt du, dass Jever bedeutet widersprüchlich. Es gibt 2 Arten von widersprüchlich im Universum. Die eine ist, wenn ein Ding nicht beides sein kann. Also ja, sie schließen sich gegenseitig aus. Es ist eine Art von Widerspruch, die sich gegenseitig ausschließt. In die Existenz kommen und aus der Existenz gehen, schließen sich gegenseitig aus. Und dann sagt er sowas wie Nangwa und Mungba. Wie Nungwa und Mungba. Was ist das? Was ist Nungwa und Mungba? Ja, Dunkelheit. Und was ist das Gegenteil? Licht, genau. In einem einzigen Raum. Hier ist also ein Bild von einem Zimmer. Oh, es ist ein schlechtes Foto. Es gibt nicht sowas wie ein richtiges Foto, ein korrektes Bild davon. Der Raum müsste voll beleuchtet und vollkommen dunkel sein zur gleichen Millisekunde und sowas gibt es nicht. Ich habe irgendwie versucht, es was zum Vorzeigen zu finden. Aber er sagt, damit etwas stirbt, aus der Existenz geht und in die Existenz kommt in der gleichen Millisekunde, das wäre gleichwertig zu jeder anderen sich gegenseitig ausschließenden Beziehung wie Dunkelheit und Helligkeit in einem Raum.
Wenn es also für ein Ding möglich wäre, in die Existenz zu kommen und aus der Existenz zu gehen in derselben Millisekunde, dann könnte man einen Raum haben, der ganz dunkel oder ganz erhellt und zwar zur gleichen Zeit ist. Ist dasselbe Prinzip. Nicht möglich. Übrigens, er bereitet dich vor. Es ist einfach zu sagen, ja, ein Raum kann nicht ganz dunkel und ganz hell sein in der gleichen Millisekunde. Und es ist einfach zu sagen, dass etwas nicht in die Existenz kommen und aus der Existenz gehen kann in der gleichen Millisekunde. Aber wie funktionieren die Dinge wirklich? Wo ist die Grenze? Früher oder später wird er fragen, wo ist die Grenze? Wann ist das in die Existenz kommen dieser Flasche zum aus der Existenz gehen übergegangen? Wo ist die Grenze, an der es sich verschoben hat? Diese Linie, in diesem Kurs, wenn du nur alle Antworten richtig haben willst, sag einfach Schokoladensauce. Das ist ziemlich einfach, es ist immer Schokoladensauce. Ja, es kann keine Grenze geben zwischen dem Teil, der in die Existenz gekommen ist, und dem Teil, der aus der Existenz gegangen ist. Es kann keine Linie geben, aber es gibt sie. Wir glauben, dass es sie gibt. Und die, von der wir denken, dass sie da ist, ist Ranjin Jiguba. Sie kommt von ihrer eigenen Seite. Das spüren wir. Das ist ein gutes Beispiel für etwas, das selbstexistent ist. Wenn du also ein gutes Beispiel für etwas haben willst, das selbstexistent ist, dann denke über den Punkt nach, an dem das Ding sich ändert, von dem in die Existenz kommen, hin zum aus der Existenz gehen. Wo ist die Linie? Wo ist die Grenze? Okay. Wir werden ein paar Sanskrit-Wörter lernen, weil es eine gute Pause in der Klasse ist und es tatsächlich wichtig ist. Ich mag das hier. Anyona. Sag Anyonya. Klingt irgendwie wie Zwiebel. Anyonya. Es ist Anja und Anja. Warum ist Anja und Anja nicht Anjanya? Es wurde zu Anyonya. Ich weiß nicht warum, aber es ist passiert. Anja bedeutet anders, nicht dasselbe. Es kommt von an und i. Und wir haben schon darüber gesprochen, aber hier heißt es Anja Anja bedeutet Chiki Chik bedeutet eins bewirkt das andere. Das eine und das andere. Das eine und das andere. Chiki. Das eine impliziert das andere. Entschuldigt bitte, ich habe Allergien. Es ist kein Covid. Ich habe es getestet. Aber ich habe wirklich schreckliche Allergien. Es ist so eine Sedona-Sache. Und hier sind zwei Beispiele für Anja. Anyonya, Anyonya. Sag Sahanyonya, Sahanyonya. Das ist der Punkt, an dem das in die Existenz kommen und das aus der Existenz gehen zusammenwohnen. In der gleichen Flasche. Sie leben in der gleichen Flasche. Fenshin Lengchik bedeutet in der gleichen Millisekunde. Bewohnen beide die Flasche. Sie sind in der gleichen Wohnung zur gleichen Zeit. Das nennt man Sahanyonya. Sagt Saha? Nyanya. Sahananya. In Tibetan ist Pensun Lukching. Tenchik bedeutet, dass sie beide zur selben Zeit am selben Ort sind. Das bedeutet zusammen, aber Pensun bedeutet gegenseitig zusammen. Also ist das Vergehen zusammen mit dem Entstehen und das Entstehen ist mit dem Vergehen zusammen, wechselseitig. Sie sind beide zusammen, miteinander. Sahanyonya, sag Sahanyonya. Und dann, wenn das nicht der Fall ist, dann sind sie Vinanyonya. Sag Vinanyonya. Sie kommen nicht miteinander aus. Penzen, Lekchik, Mayin. Und es gibt viele, viele Beispiele, Krähen und Eulen. Sie sitzen nicht auf denselben Ästen. Sie streiten sich oder sowas in der Art. Wie auch immer. Dunkelheit und Licht. Sie sind Vinanyonya. Sie können nicht zur gleichen Zeit am gleichen Ort existieren. Welches kommt also in die Existenz und welches geht aus der Existenz?
Sie sind Sahanyonya oder sind sie Vinanyonya? Und Nagarjuna sagt normalerweise wieder noch. Gut. Jetzt denkt er also so. Und Tim denkt schon so. Nagarjuna sagt weder das eine noch das andere. Und das ist irgendwie beunruhigend. Es ist wie bei einem Lehrer, er würde nie eine Entscheidung treffen. Wir fragen ihn, welches von beiden ist richtig? Und er sagte immer, weißt du musst darüber nachdenken, du musst drauf rumkauen. Er würde sagen, kau drauf rum, guck it. Und wir sagten, sag's uns doch einfach. Und er sagt, kau drauf rum. Nagarjuna macht das auch, kau drauf rum. In Ordnung. Das Bild hier, das sieht ein bisschen dumm aus, aber ist es ein Paar oder sind es zwei Schuhe? Ist es ein Paar Schuhe oder sind es zwei Schuhe? Sind das zwei getrennte Schuhe oder sind sie ein Paar Schuhe? Ein Paar Schuhe? Welches ist es? Beide oder keine? Für Nagarjuna, für Arya Nagarjuna, ist diese einfache Illustration wahrscheinlich am korrektesten, weil er unsere Aufmerksamkeit darauf lenken will, auf grundlegende Diskrepanzen in der Realität. Entweder hat man zwei Schuhe oder man hat ein Paar Schuhe. Aber kann man beides gleichzeitig haben? Ist es überhaupt möglich? Und er sagt, nein. Aber was ist dann los? Woher kommt das? Und er fragt das immer wieder. Gut. Wir haben gerade verneint, dass das aus der Existenz gehen vorhanden sein könnte, ohne in die Existenz gekommen zu sein. Und jetzt werden wir leugnen, dass das in die Existenz kommen da sein könnte, ohne aus der Existenz gehen. Tauscht sie einfach aus. Ich sag's nochmal. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie man den Tod nicht ohne Geburt haben kann. Aber jetzt werden wir darüber sprechen, wie man keine Geburt ohne Tod haben kann. Sagen wir es mal so, Nagarjuna geht dahin. Wie könntest du in die Existenz kommen, haben, ohne aus der Existenz gehen? Wenn du in die Existenz kommen haben könntest, ohne aus der Existenz zu gehen, wie könntest du dann Numpo haben? Was ist Numpo? Ein funktionales Ding. Etwas, das etwas tut. Übrigens, das Sanskrit-Wort hier ist Bhava von Nopper. Das ist das Bhava im Bhavishu in der zweiten Zeile. Es kann entweder existierendes Ding oder funktionales Ding bedeuten. Unglücklicherweise, Nuppo kann jedes existierende Ding bedeuten und Nuppo bedeutet meistens ein funktionierendes Ding und sie sind völlig unterschiedlich. Das ist ein großes Problem. Du musst dich entscheiden, über viele Jahre ein Gespür entwickeln, welches davon gemeint ist. Das ist der einzige Weg, wie man Tibetisch übersetzen kann. Es dauert 10, 20 Jahre. Die Leute werden ungeduldig in der Mixed-Nuts-Klasse. Ich sag ihnen, du bist erst seit 5 Jahren dabei. Du bist nichts. Sprich mit mir, wenn du 15 geschafft hast. Und sie sagen, ich möchte übersetzen. Und ich sage, ja, ja. Aber du musst das fühlen, ob er über ein funktionierendes Ding oder ein existierendes Ding spricht. Und das dauert viele Jahre. Wie auch immer, hier. Wenn du in die Existenz kommen haben könntest, ohne aus der Existenz verschwinden zu haben, dann wären Nobos keine Medakpa. Dann würden Dinge, die etwas tun, sich nicht ändern. Was ist die Pointe dabei? Ich sag's nochmal. Wenn Dinge passieren könnten, wenn Dinge passieren könnten, wenn Dinge in die Existenz kommen könnten, ohne aus der Existenz zu verschwinden, dann würden Dinge, die etwas tun, sich nicht ändern. Aber was ist die grundlegende Wahrheit hinter dem Sarkasmus? Es ist ein Tenge, es ist Prasangika. Oh, ihr wollt ein in die Existenz kommen haben, ohne aus der Existenz zu vergehen? Ja, ich will nicht beides gleichzeitig auf der gleichen Flasche zur gleichen Zeit. Das ist unangenehm. Okay, das ist schon in Ordnung. Also schätze ich, dass Dinge, die etwas tun, nicht aufhören. Oder sie sind nicht vergänglich, richtig? Aber
Das sollte sehr beleidigend sein, beschuldigt zu werden, das zu denken. Welches Prinzip steckt dahinter? Was ist das Prinzip dahinter zu sagen, dass alle funktionalen Dinge veränderbar sein müssen? Was ist das Grundprinzip dabei? Was ist die grundlegende Wahrheit, die dem zugrunde liegt? Alle Dinge, die etwas tun, müssen sich verändern. Warum? Indem sie etwas tun, verändern sie sich. Ja, okay, es ist so wesentlich. In dem Moment, in dem du etwas tust, veränderst du dich. Denn um etwas zu tun, muss man Energie aufwenden und dann verändert man sich. Man verliert Energie. Indem du am Leben bist, stirbst du. Indem du am Leben bist, stirbst du. Ich habe jetzt was Lustiges gesehen über die Frage, welche Krankheiten tödlich sind. Und ein Arzt sagte, Gott verdammt, das Leben ist tödlich. Und dann sind wir alle so, ja, stimmt. Ja, wenn es etwas tut, wenn du dich bewegst, stirbst du. Du wirst alt, du nutzt dich ab. Indem man sich bewegt, indem man auf andere Dinge einwirkt, stirbt man. Du verbrauchst deine Energie. Jede Bewegung, die du machst, jedes Wort, das du sagst, kostet dich Lebenszeit. Und das macht mich verrückt, weil ich sehr empfindlich darauf reagiere und es macht mich einfach wahnsinnig. Die Leute denken, ich bin ein Arschloch, weil ich sage, verschwende keine 5 Minuten meiner Zeit. Und sie fragen, warum? Hältst du dich für so besonders? Nein, ich denke nur, dass ich sterben werde. Und ich muss die Zeit nutzen. Die Zeit vergeht. Und wenn ich 5 Minuten mit dir verbringe, um über deinen Trump zu reden, dann habe ich gerade 5 Minuten meiner Zeit verloren. Und sie fragen nur, was ist das Problem? Du bist doch am Leben. Und ich sage, ja, aber das Leben besteht aus 5 Minuten. Und sei doch nicht so verkrampft deswegen. Und ich sage, ja, ich bin angespannt deswegen. Ich möchte die Zeit nutzen. Ich möchte keine Zeit verschwenden, um darüber nachzudenken. Also, wenn du etwas tust, verbrauchst du dich. Indem du etwas tust, zerstörst du dich selbst. Jetzt gibt es hier ein Problem. Kannst du in die Existenz kommen, ohne aus der Existenz zu gehen? Ja oder nein? Nein. Wieso nicht? Weil funktionierende Dinge, genau, sie nutzen sich ab, wenn sie etwas tun. Und wenn du ein in die Existenz kommen haben kannst, ohne ein aus der Existenz gehen zu haben, dann wäre das nicht wahr über funktionierende Dinge. Das wäre nicht wahr für funktionierende Dinge, aber wir wissen alle, dass es wahr ist. Und wir wissen alle, dass es stimmt. Und hier kommt jetzt Nagarjuna. Übrigens, du kannst keinen aus der Existenz gehen haben, zusammen mit dem in die Existenz kommen. Und wir sagen, was? Du hast doch gerade gesagt, dass wir sie zusammen haben müssen. Ja, aber wenn du drüber nachdenkst, kann man sie auch nicht zusammen haben. Und du sagst, warte mal, wovon sprichst du überhaupt? Wie kannst du in die Existenz kommen und aus der Existenz gehen haben mit demselben Ding? Sei ja verrückt. Was? Du hast doch gerade gesagt, dass wir es müssen. Ich habe das nicht gesagt. Er sagt es, das habe ich nicht gesagt. Und warum? Du kannst nicht in die Existenz kommen, zusammen mit dem aus der Existenz gehen haben, denn man kann nicht sterben und wiedergeboren werden im gleichen Augenblick. Im selben Augenblick kann man nicht sterben und wiedergeboren werden. Also, okay, weder noch. Das kann nicht in die Existenz kommen und aus der Existenz gehen. Entschuldigung, wenn dies in die Existenz kommt, wird es mit Sicherheit aus der Existenz verschwinden, denn es ist eine Flasche und sie hat eine Aufgabe, sie fasst Wasser und eines Tages wird sie sich abnutzen und dann wird sie nichts mehr halten, sie wird zerbrechen. Und wir sagen also, okay, dann muss alles, das in die Existenz kommt, besonders funktionierende Dinge, aus der Existenz verschwinden, richtig? Sie existieren zusammen in der Flasche. Machst du Witze? Dann wird die Flasche hergestellt und im selben Moment zerbrechen. Dann würde diese Fabriken pleite gehen. Ist die Flasche fertig? Oh, verdammt. In dem Moment, als sie entstand, ist sie schon wieder zerbrochen. Können wir nicht eine Flasche machen, die eine Weile hält? Und dann sagt er, ja, du kannst es weder so noch so haben. Also gibt es ein Problem mit der Wahrnehmung. Das ist es, wo er dich immer hinhaben will. Schau, du denkst, es passiert so, aber es kann es nicht.
Dann gehst du zum Gegenteil und du denkst, es muss dann so passieren. Und das kann es auch nicht. Es gibt kein Problem mit der Flasche. Es ist ein Problem mit deinem Geist. Es liegt nicht an der Flasche. Schieb's nicht auf die Flasche. Die Flasche macht nur ihr Ding. Du bist derjenige, der denkt, dass es nur 2 Möglichkeiten gibt. Du bist derjenige, der das denkt. Hast du jemals in Betracht gezogen, dass du einfach verrückt bist, dass diese beiden Möglichkeiten einfach nur verrückt sind? Hast du jemals bedacht, dass du durch das Leben gehst und dich für eins entscheidest oder das andere, das eine wählst oder das andere wählst? Es kann nicht beides sein. Und er sagt, vielleicht ist die Frage falsch, vielleicht ist beides wahr. Vielleicht geht es um etwas anderes. Zum Beispiel, ja, Schokolade. Gib dem Mann $100. Sie ist großzügig. Er will dich dazu zwingen, darüber nachzudenken, dass die ganze Sache vermurkst sein muss und es muss eine andere Möglichkeit geben, die darin besteht, dass du diese Dinge künstlich erschaffst. Heißt das jetzt, dass sie nicht real sind? Nein, es sind nur künstliche Dinge, die dir Kopfzerbrechen bereiten oder dir Unsterblichkeit geben. Es ist deine Wahl. Gut, ich habe hier noch ein Bild. Wann müssen wir dies Lasse heute beenden? Jetzt gleich? Oha. Na, lass uns noch ein schönes Bild von irgendwas zeigen, das etwas tut und sich abnutzt. Und das hier ist ein paar Handschuhe. Ich meine, wenn du ein Gärtner bist oder wenn du auf dem Bau arbeitest, es ist frustrierend, weil man Handschuhe kauft und dann, bevor man es merkt, sind sie schon wieder kaputt. Aber jedes Mal, wenn du sie anziehst, nutzt du sie ab. Und jedes Mal, wenn du sie trägst, kommen sie dem Ende näher. Das ist alles. Okay? Wir werden später weitermachen. Und ganz nebenbei, die Pointe ist für den Fall, dass du nicht zurückkommst zur nächsten Stunde, wenn das in die Existenz kommen und das Verschwinden aus der Existenz aller Dinge von ihnen ausgeht, dann müssen wir sterben und es gibt nichts, was wir tun können. All das Geld, das wir sammeln in unserem Leben, muss verschwinden. Die gesamte Familie, die wir gründen, muss sterben. Alle Häuser, die wir kaufen, müssen einstürzen. Alle Jobs, die wir jemals haben, müssen dem Tod und mit Tod oder Entlassung enden. Ich meine, wenn die Dinge von ihrer eigenen Seite kommen, ist unser Leben hoffnungslos. Und mein Bruder hat Selbstmord begangen und ich muss sagen, er war wahrscheinlich die ehrlichste Person in der Familie. Und wenn man keine andere Möglichkeit hat, dann ja, dann ist das schlecht. Die Dinge sind furchtbar. Aber wenn die Dinge von dir kommen, dann gibt's Hoffnung. Und das ist der Grund, warum wir über diese komischen Sachen reden. Deshalb reden wir über diese seltsamen Ideen, weil wir versuchen zu beweisen, dass es möglich ist, nicht zu sterben und dieses Leiden durchzumachen. Es ist möglich, auf eine andere Art zu leben. Okay, dann bis zur nächsten Stunde, hoffe ich.